Nicht jeder Wagen kann fabrikneu sein. Diesen Großraumgüterwagen von Minitrix habe ich die Spuren der Zeit künstlich aufgetragen. Wie? Das erfahrt ihr im Folgenden. Liebe Modellbahnfreunde aus Ost und West, auch im Maßstab 1:160 soll der Zahn der Zeit an unseren Modellen nagen. Bei dem Modell handelt es sich um einen Großraumgüterwagen, Gattungsbezirk Bromberg, der ab 1944 hergestellt wurde. GG THS ist der mit den Stirnladeklappen, den ich hier auch als Modell habe. Ladelänge 16,6 Meter und 51 Tonnen Ladefähigkeit. Das Vorbild seht ihr hier im Bild. Dieser Großraumgüterwagen wurde später vom VVB Lokomotiv- und Waggonbau der DDR LOWA weiterhergestellt, von 51 bis 54, etwas kürzer. Pico hat für die Spurweite N diese Wagen nicht hergestellt, dafür aber für H0. Hier ein Ausschnitt aus dem Katalog aus den 80er Jahren, hier einer aus den 60er Jahren. Hinten seht ihr das LOWA-Modell in H0 und vorne den Bromberg. Insgesamt für die Spurweite H0 ein tolles Modell, leider fehlt es für N, deshalb musste ich hier auf Minitrix zurückgreifen. Der Wagen ist recht detailliert gebaut, das Ganze lässt sich leicht auseinanderbauen, das Dach lässt sich einfach rausheben, durch zur Seite. Und mit dem Dach beschäftige ich mich zuerst. Ich habe hier eine leichte Acrylfarbenmischung aufgetragen. Die pinsel ich auf, um erstmal dieses furchtbar glänzende Dach zu entfernen. Die Alterung des Daches, wie alle anderen Alterungen, mache ich mit Pulverfarben. Die rühre ich mir selbst an. Das sind Pastellkreiden. Die kratze ich ab. Verschiedene Farben. Lichtgrau, eben das war Umbra. Dann habe ich noch Beige und Schwarz. Und daraus mische ich mir die Verschmutzung auf. Die Verschmutzung ist zu einem großen Anteil Wasser und Klarlack, auch Acryl, matt. Und das Ganze dementsprechend schichtweise, immer ein wenig mehr. Man sollte das Ganze recht leicht beginnen und dann später immer wieder eine neue Schicht auftragen. Und darauf achten, hier in diese Lüftungsschächte, da setzt sich der Schmutz an, zieht sich runter. Das versuche ich hier eben nachzuempfinden. An diesen Stellen trage ich es etwas dunkler auf. Auch oben die Trittbretter werde ich hier altern. Versuche ich Rost aufzutragen durch die etwas hellere Rostfarbe. Die Drehachsen lassen sich hier mit der Schraube entfernen. Und zunächst widme ich jetzt hier den Wagenkasten. Einige Aufdrücke müssen entfernt werden, weil das hier ist die DB-Version, ich brauche aber die DR-Version und einige Aufdrücke habe ich hier mit Isopropanol versucht zu entfernen und hier der Pommesgabel. Dann habe ich versucht, einige Sparren abzukleben, um die Farbe hier etwas beizubehalten. Und zunächst habe ich das Ganze mit einem schwarzen Washing grundiert. Das zieht sich schön in die Vertiefung rein. Auch die Stirnseite habe ich dementsprechend behandelt. Nun habe ich versucht, die einzelnen Sparren hier mit einer grauen Mischung mit den Pigmentfarben Acryl, Lack zu behandeln. Und den Wagenkasten, den habe ich in einer etwas rostigeren Version oder Farbauftrag behandelt, wie ihr seht. Und dann einzelne Sparren habe ich dann dunkler behandelt. Das geht ganz nach Geschmack. Man muss beachten, dass sich diese Farben dann beim Trocknen etwas verändern. Manche werden dunkler, manche werden heller. Aber das Ganze kann man dann später noch mit Auftrag von zusätzlichem Schwarz etwas farblich anpassen. Auch die Drehgestelle habe ich farblich behandelt. Hier bin ich etwas mehr ins Rostfarbene gegangen.
Das ist mir hier eigentlich ganz gut gelungen. Man sollte es nicht übertreiben, weil es ist zwar frischer Rost, der recht hellbraun ist, aber das Ganze kann man dann auch ein wenig feintunen, indem man ein schwarzes Washing dann zum Schluss noch einmal aufträgt. So, das Ganze baue ich dann zusammen. Das ging eigentlich recht schnell. Ich habe natürlich beide Seiten behandelt. Eigentlich ist dieses Altern kein Problem. Ich habe mich auch an die Achsen gemacht und auch die Rostfarben behandelt. Hier den etwas frischeren Rost in hellbraun. Aber wie gesagt, dort muss man auch vorsichtig sein, weil wenn man es übertreibt, dann wirkt es leicht gekünstelt und dann hat man das, was man vorher bekämpfen wollte, den Plastikglanz, quasi in einer verfeinerten künstlerischen Variante dann doch noch umgesetzt. Hier ist das fertige Modell. Ich finde, es ist eigentlich recht gut gelungen. Ich bin kein Meister im Altern. Ich taste mich langsam heran. Manchen ist es vielleicht ein wenig zu extrem jetzt noch. Und ich würde das dann im zweiten Schritt, oder wenn ich das später nochmal mache, vielleicht habe ich mehr Übung und würde das Ganze noch etwas besser hinbekommen. Aber im Großen und Ganzen mein Appell an euch, probiert das Altern, versucht euch dran. Mit Pigmentfarben kann man eigentlich nicht viel falsch machen. Das ist eigentlich schon von diesem recht kurzen Video. Ich danke euch recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen Mut gemacht, auch mal zum Alterungspinsel zu greifen. Meine Pico-Modelle altere ich eigentlich nicht, aber da ich hier dieses Minitrix-Modell hatte, konnte ich mich ein wenig austoben. Ich habe noch andere Modelle, die werde ich vielleicht auch noch altern, aber später mehr. Über eure Kommentare freue ich mich wie immer sehr. Wer noch nicht abonniert hat, denkt doch mal drüber nach. Ansonsten freue ich mich auf euch beim nächsten Video und was bleibt mir zu sagen, außer Glück auf und fahrt frei.